Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen, wie es den Masdevalien bisher ergangen ist. Ihr wisst, vor einiger Zeit hatte ich 4 Masdevalia-Arten in Colomi in diese bunten Gläser eingepflanzt. Und ich denke mal, es wird Zeit, dass wir uns das mal anschauen, wie es den Pflanzen so ergangen ist. Der eine oder andere hat sich sicherlich gefragt, hey, jetzt fängt ihr mit Masdevalia in Colomi im Glas an. Das ist spannend, das will ich jetzt wissen, wie es weitergeht. Und das machen wir jetzt in diesem Video. Ihr seht hier, das ist die Masdevalia ignea. Diese Pflanze scheint richtig gut in Colomi zu wachsen, denn sie hat hier ein neues Blatt und macht hier ein neues Blatt. Und wo neue Blätter wachsen und die Pflanze an sich ganz gut ausschaut, ist das doch ein insgesamt gutes Beispiel dafür, dass das zu funktionieren scheint. Das gleiche haben wir hier bei dieser Masdevalia. Das hier ist die Masdevalia tovarensis. Ihr seht auch hier viel Blattwerk. Hier auch die hellen Blätter sind neu ausgetriebene Blätter. Das heißt, das Wachstum ist hier in diesem Fall auch auf jeden Fall voll im Gange. Mittlerweile, weil die Pflanzen doch hier ein bisschen wackelig drin stehen, hatte ich mir gedacht, könnte ich einfach noch ein bisschen Colomi auffüllen. Das dürfte nichts schaden, denn dann steht die Pflanze zum einen natürlich stabiler und die Wurzeln haben bessere Chancen, sich in das Substrat hineinzuwachsen. Und deswegen denke ich mal, werde ich hier noch den einen oder anderen halben bis Zentimeter Colomi auffüllen. Wobei das jetzt hier bei dieser Ignea gar nicht mal so der Fall ist. Die Pflanze steht eigentlich insgesamt recht stabil. Mit der Zeit wird sich das auch ergeben, dass die Wurzeln sich natürlich hier noch stärker durch das Gefäß durchgewurzelt haben. Und deswegen denke ich mal, dürfte das gar kein Problem sein. Hier, ihr wisst, bei einer Masdevalia habe ich ein Teilstück abgenommen. Seht ihr, das ist auch am Wachsen. Dieses Blatt ist neu gebildet worden, ist noch recht hell, wird aber sich demnächst dunkler färben. Das andere, das ältere Blatt, ist noch alles in Ordnung, die 4 Blätter. Und das wird dann spannend sein, wie die Pflanze sich weiterentwickelt. Das sollte an für sich, meine ich, auch die tovarensis gewesen sein. Und hier ist auch soweit alles gut. Bisher noch gut, oder vielleicht ist es auch bloß ein Zeichen der Umstellung, denn die Phalaenopsis barrelliana, die rosa Blüten bildet, das eine Blatt wird etwas gelb, dafür aber macht sie hier einen Neuaustrieb. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt, wenn ältere Blätter gelb werden, ist das gar nicht mal so dramatisch. Neuaustrieb ist immer wichtig und deswegen denke ich mal, hier ist auch noch alles völlig in Ordnung. Bis vor ein paar Tagen hatte ich gedacht, dass hier eine Pflanze ist, die eventuell einen Blütentrieb ausbildet. Da hatte ich mich allerdings getäuscht. Das war dann doch ein neues Blatt. Aber da müssen wir uns mal in Geduld üben. Masdevalien dürften demnächst irgendwann auch mal anfangen zu blühen. Und dann freuen wir uns darüber, denn auch hier gilt, sobald sich neue Triebe bilden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch eine Blüte bildet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und deswegen denke ich mal hier, die Barrelliana ist auch noch gut unterwegs. Und dieses eine gelbe Blatt, das kann man getrost ignorieren. Das ist einfach ganz normal. Das ist bei Phalaenopsis zum Beispiel auch ganz normal, dass die älteren Blätter oder auch bei Oncidium, wo die alten Triebe dann früher oder später mal absterben, einfach ganz normal, dass alte Blätter absterben. Ein ähnliches Bild haben wir hier bei der Masdevalia coccinea. Hier ist ein älteres Blatt, das so langsam gelblich wird. Aber nichtsdestotrotz, hier haben wir einen Neuaustrieb. Sieht man vielleicht nicht ganz so gut, weil es relativ klein ist. Und ich meine, auf der anderen Seite hätte ich es auch irgendwo mal gesehen gehabt. Im Moment fällt es mir aber nicht auf. Das heißt, auch dieser Pflanze geht es insgesamt gut. Man sieht Neutriebe, alte Blätter sterben ab. Das ist ganz normal. Und ich denke mal, bisher haben sich die Masdevalien in Colomi im Glas ganz gut gehalten. Die waren die meiste Zeit jetzt im Sommer natürlich draußen, wo es kühl ist. Jetzt wird es deutlich kühler, deswegen habe ich sie reingenommen. Genauso wie die Cymbidium im letzten Video, was ihr gesehen habt. Und deswegen denke ich mal, ist hier alles super. Und ich bin gespannt, wie sie sich über die nächsten Monate entwickeln werden. Denn das Wachstum ist ja echt gut. Und wenn das so erfolgreich ist, wie es bisher ausschaut, werde ich auf jeden Fall noch die eine oder andere Masdevalia-Art oder ähnliche nahe Verwandte in Colomi testen.
Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen in Kolombi oder Orchideen in normalem Substrat oder generell zu Orchideen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video und tschüss.